Okay, Lofty, let's get moving. Left a bit, right a little. Okay, straight down. Be careful now. There. Phew. What have you got today, Bob? My favorite, bun. Oh, whoa, whoa! Quick, Lofty! It's blowing away! After it! In diesem Video werden die Neuerungen der Version 5.12 von Track of the Day vorgestellt. Viel Spaß! Track of the Day ist eine Windows-Anwendung, die man über die Microsoft Windows Store App beziehen und aktualisieren kann. Um auf Version 5.12 zu aktualisieren, öffnet man den Windows Store und klickt unten links auf die Bibliothek. Hier werden nun alle Updates angezeigt und können vollautomatisch heruntergeladen und installiert werden. In Version 5.12 wurden viele bestehende Funktionen erweitert und verbessert. Während der Entwicklung gab es viele Beta-Versionen und alles wurde von den beiden Basecamp-Experten Jörg und Uwe intensiv getestet. In täglichen Videochats haben wir Testergebnisse diskutiert und weitere Schritte abgestimmt. An dieser Stelle meinen ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Kommen wir zu den Änderungen. In der Garmin-Welt wird zwischen Via- und Shaping-Punkten unterschieden. Dabei markieren Via-Punkte einzelne Orte entlang einer Route, die man gern besuchen möchte. Verlässt man eine geplante Route, versuchen Garmin-Navigationsgeräte stets zum nächsten Via-Punkt zurückzufinden. Erst wenn ein Via-Punkt manuell übersprungen wird, geht es weiter zum nächsten Routenpunkt. Via-Punkte sollten daher nur dort gesetzt werden, wo man tatsächlich anhalten und eine Pause einlegen möchte. Um den exakten Verlauf zu definieren, also einer Route ihre Form zu geben, gibt es die Formgebungspunkte, die man bei Garmin Shaping Points nennt. Shaping Points werden bei der Routenberechnung berücksichtigt und unterwegs ganz ohne einen Alarm automatisch übersprungen. Damit eine Route so gefahren werden kann, wie man sie geplant hat, muss man sie mit vielen Shaping-Punkten anreichern, was wirklich mühsam sein kann. Damit dabei nicht die Maus verglüht oder der Zeigefinger blutet, gibt es in Track of the Day die Funktion Route verfeinern. Hier sieht man, wie das automatische Einfügen vieler Shaping-Punkte funktioniert. Füllt man beispielsweise eine 300 Kilometer lange Route mit 100 Shaping-Punkten auf, betragen die Abschnitte zwischen den Routenpunkten nur ungefähr 3 Kilometer. Damit bleibt Navigationsgeräten kaum Spielraum, um kreativ unsinnige Umwege zu finden. Damit geplante Routen auf dem Navigationsgerät korrekt berechnet werden können, sollte man alle Arten von Optimierungen abschalten und Fähren, Autobahnen, Mautstraßen usw. explizit erlauben. Ist eine Route gut geplant und mit ausreichend vielen Shaping-Punkten angereichert, sind derlei Routenführungsoptionen komplett überflüssig und schaden mehr, als sie nutzen. Also weg damit! In Garmin Basecamp ist das Setzen vieler Routenpunkte und die Entscheidung, ob Via- oder Shaping-Punkt, eine nervtötende Angelegenheit. In Track of the Day gibt es daher das Auto-Shaping, das mit Version 5.12 nochmals verbessert wurde. Das Auto-Shaping basiert auf der Regel, nur Punkte mit einer Pause sind ein Via-Punkt. Das ist wichtig und man sollte es unbedingt verinnerlichen. Punkte, an denen man nicht anhalten will, haben keine Pause und sind damit automatisch ein Shaping-Punkt. Ist das Auto-Shaping aktiviert, werden Pausenzeiten automatisch vergeben, wodurch Routenpunkte zu Via-Punkten werden, an denen man unterwegs anhalten will. Um einen Shaping-Punkt zu einem Via-Punkt zu machen, fügt man also eine Pause hinzu. Löscht man die Pause eines Via-Punktes, wird er automatisch wieder zu einem Shaping-Punkt.
Wird ein Stopp über einen POI erstellt, werden automatisch VIA-Punkte mit einer Pause von 5 Minuten erzeugt. Außerdem wird der Name des POIs in den Routenpunkt übernommen. Hält man die Steuerungstaste gedrückt, wird bei jedem Mausklick ein neuer Routenpunkt an die selektierte Route angehängt. Bei wiederholtem Verlängern einer Route verändert das Auto-Shaping dabei den jeweils vorletzten Routenpunkt automatisch in einen Shaping-Punkt. Mit Steuerung plus Shift können auch Shaping-Punkte in eine Route eingeschoben werden. In den Anwendungseinstellungen, im Routeneditor und im Dialog Route verfeinern kann das Auto-Shaping auch deaktiviert oder in den manuellen Modus gebracht werden. Ist der manuelle Modus aktiv, kann man alle Stationen einer Route mit einem Schlag in VIA oder Shaping Punkte umwandeln. Klickt man auf das Lautsprechersymbol, kann man auch einzelne Punkte gezielt umschalten. Die Funktion für das Aufteilen langer Routen in Tagesetappen, das Travel Day Splitting, wurde umfangreich überarbeitet. Beim Aufteilen komplexer Routen bleiben nun alle VIA- und Shaping-Punkte erhalten. Ein spannendes Feature, das bereits mit Version 5.11 eingeführt wurde, ist der POI Live View. Diese Funktion zeigt eine Liste mit POIs an, die von der Datenbank in die Hauptkarte aufgenommen wurden. Um bei vielen POIs die Übersicht zu behalten, kann man diese Liste nach der Kategorie der POIs filtern. Zoomt oder verschiebt man die Karte, zeigt der POI Live View automatisch nur die POIs im aktuellen Kartenausschnitt an. Über die Schaltflächen am oberen Rand kann man passende POIs in der lokalen Datenbank suchen, die Darstellung auf der Karte ändern, POIs im Kartenausschnitt oder auch außerhalb löschen und vieles mehr. Zieht man den POI Live View etwas breiter, tauchen Symbole auf, mit denen man einzelne POIs aus der Karte entfernen oder permanent löschen kann. Alle POIs kann man auch schnell an eine Route anhängen oder als VIA-Punkt einfügen.
Mit Version 5.12 wurde der PUI Live View so erweitert, dass neue PUIs ohne Refresh sofort erfasst werden. Die Filterfunktion verwendet eine Volltextsuche. Kennt man den ungefähren Namen eines PUIs, kann man ihn damit sehr schnell finden. Rechts neben der Volltextsuche gibt es eine Liste mit maximalen Distanzen von PUIs entlang einer Route. Klickt man auf die Schaltfläche mit dem Daumen nach oben, werden alle PUIs aus der Karte gelöscht, die zu weit von der Route entfernt sind. Im Michelin-Kartenmaterial sind viele PUIs verzeichnet und viele Nutzer haben sich eine Funktion für das schnelle Hinzufügen dieser PUIs gewünscht. Die neue PUI-Schnellsuche macht das nun möglich. Klickt man bei gehaltener Shift-Taste mit der linken Maustaste auf die Karte, wird nach PUIs in einem Umkreis von 100 Metern gesucht. Werden dabei ein oder mehrere PUIs gefunden, wird der PUI mit dem kürzesten Abstand zum Mausklick angezeigt. Diesen PUI kann man nun mit Google Street View näher anschauen, in die lokale Datenbank importieren oder direkt in die Route integrieren. In Version 5.12 wurden auch die virtuelle Garage und die Routing-Profile überarbeitet. Sie sind nun besser gegen Fehlbedienungen geschützt. Um für Nutzer von Navigationsgeräten wie dem BMW-Motorrad Navigator 6 das Handling vieler Routen zu vereinfachen, wird nun das Datum und die Uhrzeit der Abreise in die GPX-Dateien geschrieben. Die Voraussetzung, damit dies funktioniert, ist, dass man alle Routen im Modus Optimized an seinen Navigator exportiert. Damit wären wir schon am Ende dieses Videos. Wenn du einen Fehler findest oder Änderungswünsche hast, kannst du das Kontaktformular verwenden. Alle Anfragen werden umgehend bearbeitet und dieser Service ist völlig kostenlos. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis bald und tschüss. Rotate 90 degrees counterclock. Does anybody speak German?